In einer fernen Zeit, vor vielen tausend Jahren, erzählen alte Legenden von einer Stadt, die größer und reicher war als alle anderen ihrer Zeit. Ihre Häfen waren voller Schiffe, ihre Märkte voller Schätze und ihre Paläste glänzten im Sonnenlicht. Die Menschen nannten diese Stadt Atlantis. Bis heute fasziniert ihr Name die Welt. Doch nicht ihr Reichtum machte sie berühmt. Es war ihr geheimnisvolles Verschwinden. Einer alten Überlieferung zufolge verschwand Atlantis innerhalb nur eines Tages und einer einzigen Nacht in den Tiefen des Meeres. Atlantis soll eine außergewöhnliche Stadt gewesen sein. Breite Straßen führten durch prächtige Viertel und große Kanäle verbanden die verschiedenen Teile der Stadt miteinander. Händler aus fernen Ländern brachten seltene Waren, Gold und Edelsteine nach Atlantis. Im Zentrum erhoben sich gewaltige Tempel und beeindruckende Paläste. Die Bewohner waren stolz auf ihre Stadt und glaubten, in einer der fortschrittlichsten Zivilisationen ihrer Zeit zu leben. Alles schien friedlich, wohlhabend und für die Ewigkeit geschaffen zu sein. Jahr für Jahr wuchs die Macht von Atlantis. Die Stadt wurde immer reicher und ihr Einfluss reichte weit über die Meere hinaus. Immer mehr Schiffe kamen in ihre Häfen und immer mehr Länder wollten mit Atlantis Handel treiben. Die Bewohner genossen ihren Wohlstand und ihren Erfolg. Doch mit der Zeit veränderte sich etwas. Aus Selbstvertrauen wurde Stolz und aus Stolz wurde Überheblichkeit. Viele Menschen begannen zu glauben, dass ihre Stadt unbesiegbar sei und niemals untergehen könnte. Während Atlantis immer mächtiger wurde, bemerkten einige Menschen beunruhigende Veränderungen. Kleine Erschütterungen waren tief unter der Erde zu spüren, doch die meisten Bewohner schenkten ihnen keine Aufmerksamkeit. Das Leben ging weiter wie gewohnt. Die Märkte waren voller Menschen, die Häfen voller Schiffe und die Straßen voller Leben. Niemand ahnte, dass diese scheinbar gewöhnlichen Tage bald zu den letzten Tagen von Atlantis werden würden. Die Gefahr näherte sich langsam, verborgen und für die meisten unsichtbar. Dann kam der Tag, an dem sich alles veränderte. Die Erschütterungen wurden stärker und häufiger. Gebäude begannen zu schwanken und erste Risse erschienen in den Straßen. Die Menschen hielten inne und blickten voller Sorge um sich. Niemand wusste, was geschah oder wie groß die Gefahr wirklich war. Aus der Ferne war ein tiefes Grollen zu hören, das immer lauter wurde. Angst breitete sich in der Stadt aus und viele spürten, dass etwas Schreckliches bevorstand. Kurz darauf geschah das Unvorstellbare. Das Meer begann sich zurückzuziehen, weiter als jemals zuvor. Die Menschen an der Küste beobachteten das seltsame Schauspiel mit Verwunderung. Doch die Ruhe hielt nicht lange an. Am Horizont erschien eine gewaltige Wasserwand, die immer näher kam. Sie war höher als die Mauern der Stadt und bewegte sich mit unglaublicher Geschwindigkeit. In diesem Moment wurde den Bewohnern klar, dass sie einer Katastrophe gegenüberstanden, der niemand entkommen konnte. Doch die Katastrophe war noch nicht vorbei. Während die Wassermassen die Stadt überschwemmten, bebte die Erde weiter. Große Teile von Atlantis begannen abzusinken. Tempel, Paläste und Türme verschwanden nach und nach in den Fluten. Die Bewohner mussten hilflos zusehen, wie ihre Heimat vor ihren Augen unterging. Stunde um Stunde verschwand mehr von der einst mächtigen Stadt. Schließlich ragten nur noch wenige Bauwerke aus dem Wasser heraus, bevor auch sie für immer in den Tiefen des Meeres verschwanden. Mit gewaltiger Kraft traf die riesige Welle auf Atlantis. Wasser strömte durch die Straßen, zerstörte Häuser und riss Schiffe aus den Häfen. Menschen liefen in Panik umher und suchten nach einem sicheren Ort. Doch die Fluten breiteten sich immer weiter aus. Brücken stürzten ein, Mauern brachen auseinander und ganze Stadtviertel verschwanden unter den Wassermassen. Was einst eine prächtige und mächtige Stadt gewesen war, verwandelte sich innerhalb weniger Augenblicke in ein Chaos aus Wasser und Trümmern. Als der Morgen anbrach, war Atlantis verschwunden. Dort, wo einst eine mächtige Stadt gestanden hatte, war nur noch das offene Meer zu sehen.
Keine Paläste, keine Häfen und keine Tempel waren geblieben. Die große Zivilisation, die über viele Jahre gewachsen war, war innerhalb kürzester Zeit ausgelöscht worden. Zurück blieb nur die Erinnerung an eine Stadt, die einst als Symbol für Reichtum, Macht und Fortschritt galt. Mit ihrem Untergang begann eine Legende, die bis heute Menschen auf der ganzen Welt fasziniert. Die Jahre vergingen und die Geschichte von Atlantis wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Seefahrer, Händler und Reisende erzählten von einer verlorenen Stadt, die tief unter den Wellen verborgen liegen sollte. Mit jeder neuen Erzählung wurde das Geheimnis größer. Manche glaubten, Atlantis sei nur eine Legende. Andere waren überzeugt, dass die Stadt wirklich existiert hatte. So begann die Suche nach einer Zivilisation, die vielleicht für immer in den Tiefen des Ozeans verborgen bleibt. Jahrhunderte später griff der griechische Philosoph Platon die Geschichte von Atlantis auf und machte sie weltberühmt. In seinen Schriften beschrieb er eine mächtige Inselzivilisation, die durch ihren eigenen Stolz unterging. Seit dieser Zeit versuchten Forscher und Abenteurer immer wieder, Hinweise auf Atlantis zu finden. Manche suchten im Atlantischen Ozean, andere im Mittelmeer. Doch trotz aller Theorien und Expeditionen blieb Atlantis bis heute unentdeckt und sein wahres Schicksal ungeklärt. Bis heute bleibt Atlantis eines der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte. Es gibt viele Theorien darüber, ob die Stadt wirklich existiert hat oder nur eine moralische Erzählung ist. Einige glauben, dass Atlantis eine Warnung vor Stolz, Macht und Überheblichkeit darstellt. Andere sind überzeugt, dass irgendwo tief im Ozean noch immer Spuren dieser verlorenen Zivilisation verborgen liegen. Trotz moderner Forschung und Technologie konnte niemand den endgültigen Beweis finden. Und damit endet unsere Reise durch die Geschichte von Atlantis. Eine Stadt, die vielleicht nur eine Legende ist, vielleicht aber auch wirklich existiert hat. Bis heute weiß niemand mit Sicherheit, was damals geschehen ist oder wo genau sie gelegen haben könnte. Doch genau dieses Geheimnis hält die Geschichte lebendig. Jetzt bist du gefragt. Was denkst du über Atlantis? War es eine echte Zivilisation oder nur eine alte Erzählung? Schreib deine Meinung in die Kommentare und lass uns darüber diskutieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und teile das Video mit anderen, die sich für solche Geheimnisse interessieren. So verpasst du keine weiteren Geschichten aus der Vergangenheit. Und vielleicht entdecken wir eines Tages gemeinsam die Wahrheit hinter Atlantis.